Ja moin, hier ist wieder der Sebastian. Und ich habe mich vor kurzem gefragt, wie sich wohl die Erträge von Balkonkraftwerken zwischen Nord- und Süddeutschland unterscheiden. Ich habe ChatGPT darum gebeten, mir eine kleine spannende Geschichte zu dem Thema zu schreiben. Diese Geschichte habe ich dann mit anderen KIs verbildlicht, habe dann mit einer anderen KI auch einen Sprecher drüber gelegt. Und ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei dem Experiment und hoffe, dass euch die Geschichte gefällt. Paul und Mia begegneten sich zufällig in einem kleinen Café, als sie beide nach einem ruhigen Ort suchten, um zu arbeiten. Mia, eine talentierte Architektin, arbeitete in München und war in der Stadt, um an einem Projekt zu arbeiten. Paul, ein aufstrebender Ingenieur aus Hamburg, hatte sich gerade selbstständig gemacht und arbeitete an einer Idee, die die Energieeffizienz in Gebäuden revolutionieren könnte. Die beiden gerieten ins Gespräch und es war, als würden die Puzzleteile ihrer Persönlichkeiten perfekt zusammenpassen. Sie teilten ihre beruflichen Ambitionen und die Leidenschaft für erneuerbare Energie. Es war, als ob das Schicksal sie zusammengeführt hätte. Die nächsten Monate verbrachten sie mit langen Telefonaten und unzähligen Videoanrufen. Die Entfernung zwischen Hamburg und München schien keine Rolle zu spielen, denn ihre Verbindung wurde mit jedem Tag stärker. Sie begannen, regelmäßig Besuche zu planen und fuhren abwechselnd zwischen den Städten hin und her. Eines Tages, als sie sich wieder einmal in München trafen, begannen sie über die Zukunft zu sprechen. Paul hatte immer davon geträumt, näher bei Mia zu sein, und sie hatte eine clevere Idee. Sie schlug vor, dass er sein Balkonkraftwerk nach München bringen sollte, da es in dieser Stadt aufgrund der klimatischen Bedingungen und der geografischen Lage mehr Energie erzeugen konnte. Dieser Schritt würde nicht nur ihre Beziehung stärken, sondern es Paul auch ermöglichen, mehr Energie zu produzieren und damit seinen Umzug zu finanzieren. Dieser Vorschlag ließ Paul zögern, da er sich nicht sicher war, ob das Balkonkraftwerk tatsächlich in München mehr Energie erzeugen könnte. Er fragte sich, ob diese Idee wirklich stimmte und ob es das Risiko wert war. Nachdem Paul seine Zweifel geäußert hatte, beschlossen sie, gemeinsam Nachforschungen anzustellen. Kann der Rude Ihnen vielleicht helfen? Ja moin, hier ist wieder der Sebastian. Und ich habe mich vor kurzem gefragt, wie sich wohl die Erträge von Balkonkraftwerken zwischen Nord- und Süddeutschland unterscheiden. Keine Sorge, ihr braucht das Video nicht in Endlosschleife zu sehen. Also das erste, was ich mal loswerden möchte, ist, dass ich es nicht unbedingt für ein großes Risiko halte, ob jetzt sich der Umzug, jetzt habe ich schon wieder gesagt, ob sich jetzt der Umzug finanzieren lässt durch den Umzug der Balkonanlage. Ich denke, wenn zwei Menschen zusammenziehen, gibt es viel größere Risiken als das. Also entweder man zieht zusammen oder man lässt es bleiben. Zu den Erträgen kann man einfach meine geliebte PVGIS-Seite fragen. Also Ort auswählen, Parameter der Anlage eingeben. Hier nehme ich jetzt mal eine 1 Kilowatt Peak Anlage und das halt für Hamburg und München. Ertragsmäßig liegt München in der Berechnung ungefähr 15% weiter vorne. Was hier halt nicht berücksichtigt ist, dass der Wechselrichter maximal 800 Watt kann und die Leistung also quasi bei 800 Watt gekappt werden muss. Und wer meine Videos kennt, weiß, dass das, was mich an der Herangehensweise am meisten stört, eigentlich ist, dass es den Eigenverbrauch nicht berücksichtigt. Also, ich kenne ja Paul und Mia nicht und ich weiß nicht, was die für einen Stromverbrauch hätten. Ich bin ja kein Fan von Standard-Lastprofilen, weil die mir so ein bisschen zu verwaschen sind und auch die Verbräuche von Wohnungen nicht ganz so gut abbilden, meiner Meinung nach. Deshalb mache ich ja gerne meine eigenen Profile. Das geschätzte Profil, das ich mir für die beiden überlegt habe, sieht so aus. Ich reiße das jetzt nur mal kurz an. Die genauen Profile findet ihr im Quelltext. Hier mal am Beispiel eines Werktags. Ich habe mal die Annahme getroffen, dass die beiden in einer Wohnung wohnen und einer der beiden Homeoffice macht.
und Warmwasser ohne Durchlauferhitzer kommt. Als Grundverbrauch habe ich mal 35 Watt angenommen und über den ganzen Tag verteilt läuft halt der Kühlschrank. Wegen Homeoffice liegt unter der Woche der Grundverbrauch tagsüber bei etwa 130 Watt. Die Spülmaschine läuft jeden Abend. Mittags oder abends wird oft gekocht oder halt zum Beispiel Kaffee gemacht. Am Wochenende wird zweimal die Wäsche gewaschen. Der Sonntag sieht sehr ähnlich zu dem Samstag aus. Der Jahresverbrauch liegt mit diesem Profil bei etwa 1810 Kilowattstunden, was etwas unter dem Durchschnitt ist, weil Paul und Mia bewusst mit ihrer Energie umgehen. Diese Profile habe ich dann mit den stündlichen Einspeisedaten von PVGIS für München und für Hamburg durch meinen Simulator laufen lassen. Das Ergebnis: der Eigenverbrauch der beiden läge, wenn beide in München wohnen würden, bei ungefähr 450 Kilowattstunden pro Jahr und wenn beide in Hamburg wohnen würden, bei 410 Kilowattstunden. Also eigenverbrauchsmäßig würde das gerade mal 40 Kilowattstunden pro Jahr mehr ausmachen, also ungefähr 13 Euro im Jahr. Also wir haben ja bisher einen wichtigen Punkt unterschlagen, und zwar ist der Stromverbrauch eines Zwei-Personen-Haushalts ja größer als der Stromverbrauch eines Ein-Personen-Haushalts, was gut für den Eigenverbrauch des Zwei-Personen-Haushalts ist, weil eben mehr von dem produzierten Strom selbst verbraucht wird. Ich habe mal auf der Seite des Statistischen Bundesamts nachgeschaut. Der Stromverbrauch eines Ein-Personen-Haushalts beträgt im Schnitt 60% des Stromverbrauches eines Zwei-Personen-Haushaltes. Wenn man das Profil der beiden also einfach um 40% erniedrigt und nochmal durch den Simulator schickt, kann man davon ausgehen, dass der alleine in Hamburg lebende Paul einen Eigenverbrauch von nur 300 Kilowattstunden pro Jahr haben könnte. Das Zusammenziehen könnte also einen deutlich größeren Effekt auf den Eigenverbrauch haben als der Umzug von Hamburg nach München. Vergleichen wir doch mal die wichtigsten beiden Zahlen. Beide wohnen in München und Paul wohnt alleine in Hamburg. Der Unterschied sind 150 Kilowattstunden mehr Eigenverbrauch, also etwa 50 Euro im Jahr mehr. Wenn Paul also nach München ziehen würde und die Balkonsolaranlage, sagen wir mal, 10 Jahre halten würde, könnte er durch den Umzug im Laufe der Zeit etwa 500 Euro mehr Geld rausholen als in Hamburg alleine wohnend. Also die Miete für den Umzugswagen und die Benzinkosten könnte er wieder reinholen, wenn er den Umzug in 2 Tagen schafft. Er muss sich dann eben von Freunden helfen lassen beim Aus- und Einladen. Mit der Amortisation der Verpflegung könnte es dann allerdings wieder knapp werden. Ich habe das dann noch für andere Orte in Nord- und Süddeutschland berechnet. Also in Norddeutschland habe ich Emden, Hamburg und Rostock genommen. In Süddeutschland München, Stuttgart und Freiburg. Und die Unterschiede von den Erträgen ist ungefähr gleich. Ich hoffe, ihr konntet euch wieder nützliche Infos mitnehmen und wünsche euch eine schöne und sonnige Zeit und hoffentlich bis bald und tschüss.